Ja, hallo zusammen, ich bin der Tobias. Und ich bin die Anne. Ja, und wir sind immer noch zusammen auf dem Juliana Trail in Slowenien unterwegs. Ja, befinden uns jetzt auf Etappe 3 und 4 des Trails. Genau, wir sind auch schon am Ende der 4. Etappe angekommen in Bled, sind gestern gestartet in Jesenice und über Begunje hierher gekommen. Und wenn ihr wissen wollt, wie der Weg so war, dann... Ja, bleibt dran. Und wir gucken es uns zusammen an. Die dritte Etappe des Juliana Trails startet in Jesenice an einem Museum über die Region, beziehungsweise an einem Einkaufszentrum. Und wer sich gerade fragt, warum ich neuerdings meine Wanderschuhe am Rucksack statt an den Füßen trage, ich habe mir auf der zweiten Etappe die Mutter aller Blasen gelaufen und passte dank der vielen Pflaster nicht mehr in den rechten Wanderschuh. Die Etappe hatte vor allem städtischen bzw. dörflichen Charakter und führte uns auf den ersten 5 Kilometern durch Jesenice bzw. die angrenzenden Dörfer. Mit anderen Worten, es gab erstmal viel Asphalt für uns. Die Bergkulisse rund um den Trail war natürlich immer noch top. Kam für uns deutlich besser zur Geltung, nachdem wir eine Autobahn überquert hatten und ein Stück auf Feldweg unterwegs waren. Nachdem wir die Autobahn ein weiteres Mal passiert hatten, dieses Mal mussten wir drunter durch, kamen wir zu einem Highlight der dritten Etappe, dem die Sava Dolinka staunenden Damm Moste sowie dem aufgestauten See mit seiner intensiven blauen Farbe. Mit 60 Metern ist der Damm der höchste Sloweniens. Passiert hatten, ging es wieder für ein Weilchen durch die Dörfer. Eigentlich die ideale Gelegenheit für ein Kaffeepäuschen. Eigentlich. Das könnte doch jetzt ein Café sein. So mit viel Parkplatz vorne dran. Ja, das sieht doch fast so aus. Schade. Auf dem letzten Drittel der Etappe wurde der Weg dann doch noch etwas fordernder. Allerdings, nach Annes Geschmack, nicht fordernd genug. Echt jetzt? Oh nee. Ich will da hoch. Wir müssen erst runter, danke so. Super. Wäre doch jetzt eine gute Gelegenheit gewesen gerade. Trotz dessen ging es ordentlich bergan, über Wiese und durch Wald.
Bald an einer Kreuzung zeigte sich auch mal wieder eines der Probleme des Trails: die schwache Markierung. Eine Stelle, wo man wieder nachschauen musste. Ohne Schild. Nee, hier geht's halt da unten rechts. Hä? Ja, der hier macht erst... Da rechts. Doch, da rechts. Ja. Na, dann kommen wir da runter, weil der macht erst einen Linksknick hier. Alles weiter. Ja, dann geht's ja wieder runter. Ja, ich lasse dich jetzt wieder zurückkommen hier. Sieht man, da fehlt Schild. Selbst mit der App ging's nicht gleich. Ja, da sollst du mal drauf kommen. Also hier bräuchten sie wirklich. Und das wäre jetzt, naja, vielleicht ist es abgefallen. Man sieht aber auch nichts. Ja. Nicht einmal ein Punkt auf dem Stein oder so. Nichts. Da sind Wege im griechischen Hinterland besser markiert. Ja, wobei die haben diese Einheitsmarkierung. Ja. Aber so viele andere markierte Wege gibt es ja hier auch nicht. Kurz danach waren wir auch schon auf dem Höhepunkt der Etappe angekommen. An einem schönen Aussichtspunkt nebst bewirteter Hütte, welche wir für ein kleines Päuschen nutzten. Frisch gestärkt machten wir uns an den zuweilen etwas steilen Abstieg nach Begunje. Mit Startschwierigkeiten und bei leicht feuchtem Wetter ging es auf Etappe Nummer 4. Hä? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Was? Wo du hin willst? Da lang? Ja, aber da vorne ist das gelbe Schild. So, Etappe Nummer 4. Bei Scheißwetter. Wie auch am Vortag ging es vornehmlich über Dörfer und Wiesen bzw. Felder. Dieses Mal mit Schwerpunkt auf Wiesen und Feldern. Eines der Merkmale des Weges seht ihr hier auch. Einen der zahlreichen Schreine entlang des Weges. In der Stadt Radolfica gab es dann auch ein kleines Kaffeepäuschen, bevor es in den historischen Ortskern ging. Die Ursprünge der Stadt reichen bis ins 13. Jahrhundert zurück. Bekannt ist sie unter anderem für die zahlreichen noch erhaltenen historischen Gebäude.
Hinter dem Ort trafen wir auch auf die Sava, aus welcher die Sava Dolinka hervorgeht. Hier folgte nun auch der schönste Abschnitt der 4. Etappe, entlang des Flusses und später über Wiesen. Nach dem schönen Abschnitt verläuft der Weg, etwas ungewöhnlich, quer über einen großen Campingplatz. Der Fluss ist hier übrigens wieder die Sava, dieses Mal mit Dolinka. An einem Aussichtspunkt im Dörfchen Korytno könnt ihr übrigens sehen, wie bescheiden das Wetter tatsächlich war. Oder könnt ihr etwa viel von der Tafel erkennen? Von Korytno aus ging es schließlich entlang einer Landstraße weiter zum Etappenziel, der Stadt Bled. Ja, das waren die Etappen 3 und 4 des Juliana Trails. Wir befinden uns jetzt hier mittlerweile am See in Bled, beziehungsweise dem Bleder See. Genau, jetzt gegen Ende hatten wir mit dem Wetter ein bisschen Pech gehabt, sind dann doch noch in etwas stärkeren Regen reingekommen. Ja, die Etappen selbst, was meinst du? Ja, also Etappe 3 hat, jetzt kann man wieder sagen, war wieder zweigeteilt. Die ersten 2 Drittel sehr eben, viel auf breiten Wegen, aber auch viel durch Ortschaften, was die Etappe eigentlich sehr schön macht. Und hinten raus, dann das letzte Drittel, geht es über einen Berg Genau. mit Aussichtsplattform. Also Steil das hoch und steil wieder runter. Das ist Genau. wirklich zu empfehlen, sollte man nicht umgehen. Wir haben es erst noch überlegt. Genau, und heute war auch wieder sehr viel Asphalt, bisschen Ortschaften dabei. Ja, und ich würde mal sagen, Etappe 4 war so wie das Wetter heute. Man hat von Anfang an die Hoffnung gehabt, es wird noch besser, es wird noch besser. Es wurde nicht besser. Genau, sie kam einfach in die Gänge. So das Stück am Fluss lang war mal ganz schön, aber so insgesamt auch wieder ja, viel Asphalt und ja, mit dem Wetter in Kombi. Ja, was auch wieder so ein Thema war die letzten beiden Tage, bei den ersten 2 Etappen ist es ja auch schon angeklungen, war so das mit den Markierungen. Also es sind zwar mehr Markierungen wie bei der ersten Etappe, aber ich sag mal, die Verteilung Es gibt wieder einige Aussetzer und was wir jetzt auch noch gesehen haben, was verstärkt aufgetreten ist oder was wir jetzt festgestellt haben, es gibt sehr viel verschiedene Wegmarkierungen. ja, ganz verschiedene, von den gelben Schildern über den weißen Markierungen, grüne Markierungen. Dann habt ihr mal irgendwas aufgesprüht. Oft habt ihr gar nichts. Da steht an der Kreuzung, wisst gar nicht, wo er lang geht. Also wir laufen ja hauptsächlich mit der GPX-Datei. Genau. Wohlgemerkt von der offiziellen App vom Juliana Trail. Und dann haben wir aber auch schon festgestellt, dass die Markierungen vor Ort sehr oft nicht mit dieser GPX-Datei vom Juliana Trail übereinstimmen. Allerdings haben wir auch festgestellt, es ist besser, man hält sich an die App als an die Schilder, weil Genau. die zeigen zum Teil auch wohin, wo man dann sieht, oh, da ist ja aber gar keine Brücke. Oder erst viel später. Ja, oder an der Brücke zum Beispiel, wo ich schon rechts und links hätte gehen können, aber wir kommen ja von der Brücke. Also total irre. Gut, aber dann würde ich sagen, bevor wir hier wegschwimmen, Genau. war es das für dieses Mal. Wir hoffen, euch hat es gefallen, uns auf Etappe 3 und 4 zu begleiten. Ja, und dann, Sehen wir uns beim nächsten Mal, hoffentlich bei besserem Wetter auf den nächsten beiden Etappen wieder. also bis dahin.